Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein XXL-Rezept und zwar machen wir heute ein XXL Milka Tender. Dafür bereiten wir zunächst eine Biskuitmasse zu. Als erstes 4 Eiweiß mit einer Prise Salz aufschlagen. Nach und nach unter ständigem Rühren 60 Gramm Zucker zum Eiweiß geben und das Ganze jetzt so lange weiter mixen, bis das Eiweiß richtig schön steif ist und der Eischnee feste Spitzen bildet. So sollte das dann in etwa aussehen. Den Eischnee jetzt erstmal kurz zur Seite stellen und weiter geht's mit einer zweiten Rührschüssel. 4 Eigelb, den restlichen Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, je 40 ml Milch und Öl und zum Schluss etwa ein Viertelfläschchen Rumaroma in die Schüssel geben. Alles mit einem Schneebesen für 1 bis 2 Minuten verquirlen, bis sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben und eine glatte Eigelbmischung entstanden ist. Als nächstes ein feines Sieb hernehmen, 40 Gramm Mehl sowie 40 Gramm Speisestärke zur Eigelbmasse sieben, Mehl und Speisestärke anschließend klumpfrei unterrühren und wenn das erledigt ist, können wir den Eischnee unterheben, den Eischnee dafür esslöffelweise zur Eigelbmasse geben und dann vorsichtig mit einem Schneebesen unterheben. Hierbei wirklich nicht zu doll drauf losrühren, sondern nehmt euch etwas Zeit und hebt das Eiweiß vorsichtig unter, so bleibt die Masse schön luftig und der Biskuit nach dem Backen fluffig. Sobald das komplette Eiweiß eingearbeitet wurde, ein Backblech mit einem Bogen Backpapier auslegen, den Teig auf das Backblech gießen, mit einem Teigschaber bis in die Ecken gleichmäßig dick glatt streichen und danach im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 15 Minuten goldbraun backen. Währenddessen für die Milchcreme 125 ml Sahne, 50 Gramm Mascarpone, 50 Gramm gezuckerte Kondensmilch und ein Päckchen Sahnefest in eine Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer für 1 bis 2 Minuten richtig schön steif schlagen. Die Creme anschließend zur Seite stellen, dann den fertigen Biskuitteig aus dem Ofen holen, vorsichtig auf ein sauberes Küchentuch stürzen, das Backpapier abziehen und jetzt den Teig, solange er noch warm ist, von der kurzen Seite her aufrollen. Durch das Aufrollen kurz nach dem Backen nimmt der Teig schon mal die Rollenform an und wir verhindern, dass der Teig bei späterem Aufrollen einreißt. Die Teigrolle jetzt komplett auskühlen lassen, dann wieder entrollen und jetzt gleichmäßig dick mit der vorbereiteten Creme einstreichen. Und wenn das erledigt ist, können wir den Teig wieder aufrollen. Danach die Enden mit einem scharfen Messer begradigen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schokoladenmantel. Dafür 250 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade mit 3 Esslöffeln Öl in einer Schüssel glatt rühren, bis die Schokolade richtig schön flüssig ist. Dann ein Backpapier auf die Arbeitsplatte legen, mittig darauf 2 gleich große Tassen oder Gläser platzieren und die Biskuitrolle auf die Gläser setzen. Danach die gesamte Rolle einfach mit der flüssigen Schokolade übergießen, bis die gesamte Rolle mit Schokolade bedeckt ist. Danach aushärten lassen und so sieht das fertige Ergebnis dann aus. Jetzt schneiden wir das Milka Tender noch einmal an. Hier das Original daneben.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.